Hi Freunde und herzlich willkommen zu diesem ChatGPT-Tutorial für Anfänger. Jeder von euch hat sicher zumindest schon mal von ChatGPT gehört und hier nehme ich dich an die Hand und zeige dir Schritt für Schritt, wie du vorgehen musst, um das Tool für dich nutzen zu können. Außerdem zeige ich dir die Unterschiede zwischen der kostenlosen und der kostenpflichtigen Plus-Version und ab wann auch diese sich für dich lohnen kann. Aber starten wir am Anfang. Im Grunde kannst du ChatGPT wie einen persönlichen Assistenten sehen, der fast immer eine Antwort auf deine Fragen hat. Bevor wir Zugriff auf diesen Chat haben, müssen wir erstmal einen Account auf chat.openai.com erstellen. Ich verlinke dir die Seite auch in der Videobeschreibung, da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du hier zu diesem Login-Fenster. Wenn ihr einen Google-Account habt, könnt ihr auch einfach diesen nutzen. Dafür klickt ihr auf Sign Up. Dann gibst du hier entweder deine E-Mail-Adresse ein oder jetzt wie in meinem Fall klicke ich auf Continue with Google. Hier sind dann alle meine Google-Konten aufgelistet. Ich nutze jetzt hier in dem Fall eine E-Mail-Adresse, die noch nicht registriert ist, um dir zu zeigen, wie es aussieht, wenn du mit der kostenlosen Version startest. So, hier möchte OpenAI noch etwas mehr über euch wissen. Das füllt ihr aus und klickt auf Continue. Außerdem müsst ihr eure Telefonnummer angeben, um euch registrieren zu können. Ist das erledigt, bekommt ihr einen Code per SMS zugeschickt. Den gebt ihr auch einfach ein. So, und schon kann es hier losgehen. So, diese ganze Nutzeroberfläche ist sehr einfach aufgebaut. Hier werden dir auch direkt Beispiele gezeigt, die du theoretisch anklicken kannst. Und dann bekommst du direkt das Ergebnis. So, und hier wirst du auch direkt auf die Limitation hingewiesen. Also es wird gesagt, dass inkorrekte Informationen generiert werden können. Dann können in dieser Version Texte erzeugt werden, die schädlich sein können. Deshalb solltest du hier nicht hingehen und ihn fragen, zum Beispiel, wie du deine Medikamente dosieren sollst oder ähnliches. Genau, und das Wichtigste für uns ist im Grunde, dass ChatGPT nur Wissen bis September 2021 hat. Bevor wir jetzt mit den Tests starten, haben wir hier unten einmal das Fenster Templates. Das zeigt ganz gut, was das Programm schon alles kann und worin es gut ist. Ne, Copywriting, also Text erstellen, Marketing, SEO, Social Media, Produktivität und Professionals. Also hier versucht es dann einen Professional zu imitieren. Dann haben wir hier den Accountant, den Buchhalter, genau, Unternehmer, Finance, Anwälte und die Lehrer. Das sind natürlich nur Beispiele und im Endeffekt kann es viel, viel mehr. Genau, dann haben wir oben rechts noch Schreibtemplates, die du anwenden kannst auf gegebene Texte oder eben das, was er dir ausgespuckt hat. Dann kannst du klarifizieren, ein Beispiel nennen lassen, den Text erweitern lassen, dir den Text erklären lassen, auch als wärst du ein Sechsjähriger, den Text neu schreiben lassen, kürzen oder als Tweet verfassen. Kommen wir zu der Gratis-Version. Hier haben wir schon die Beispiele, zum Beispiel Got any creative ideas for a 10 years old's birthday. Wenn wir jetzt einfach mal draufklicken, wird dir das hier direkt in das Chatfenster eingefügt. Das ist auch alles, womit wir hier arbeiten. Du kannst mit dem Chatbot schreiben, als wäre es eine Person. So funktioniert es auch meiner Meinung nach am besten. Wir testen das jetzt einfach mal hier, indem wir das abschicken. Genau, so, und dann startet er direkt zu schreiben. Wichtig zu wissen ist, dass wir, wenn wir die Frage auf Englisch formulieren, auch die Antwort dementsprechend auf Englisch bekommen. Wenn wir jetzt das Ganze übersetzen, ich habe hier so ein schönes Tool, können wir das hier einfach mal auf Deutsch eingeben und dementsprechend antwortet er dir auch auf Deutsch. Genau, das wird auch in einer soliden Geschwindigkeit erzeugt. Genau, und hier kannst du dich einfach inspirieren lassen. Wenn dir das jetzt nicht reicht oder nichts für dich dabei ist, kannst du hier einen weiteren Prompt eingeben. Die Prompts sind einfach die Anwendungsbefehle. Sagen wir mal, einfach gib mir 10 weitere Ideen. So, dann geht er weiter. Outdoor, Abenteuerpark, Fotografie, Expedition. Das sind alles sinnvolle und gute Ideen. So, du kannst natürlich auch spezifischer werden, wenn wir jetzt hingehen und sagen, der Beschenkte, du kannst hier auch auf die großen Kleinschreibungen eigentlich verzichten, mag Feuerwehrautos. Hast du eine Idee in die Richtung? Genau, hier gehen wir ein bisschen spezifischer. In
das Thema rein und genau, und hier kriegst du dann verschiedene Vorschläge bezogen auf die Feuerwehr oder Feuerwehrautos. Auch in der Gratis-Version kriegst du hier super Beispiele, meiner Meinung nach. Feuerwehrmann Kuchen, Feuer löschen, Feuerwehrauto basteln und so weiter. Das sind alles solide Vorschläge. Also für neue Inspiration ist es auf jeden Fall super geeignet. So, wichtig zu wissen ist auch, dass diese Konversation jetzt hier erstmal gespeichert wird. Und zwar hier oben links in diesem Tab. Wenn wir jetzt einen neuen Chat erstellen, öffnet sich, sobald wir etwas eingegeben haben, hier ein neuer Tab. Und wir nehmen jetzt einfach nochmal ein Beispiel. So, das übersetzen wir jetzt einfach direkt in Deutsch. Da kriegen wir auch direkt die deutsche Antwort. Genau. Also, ChatGPT kann auch coden. Zumindest hier in einer abgespeckten Version. Da gehe ich später auch noch weiter drauf ein. Hier oben siehst du jetzt, dass der zweite Tab offen ist. Und jetzt kannst du hier natürlich auch zur alten Konversation zurückspringen. Was auch wichtig zu wissen ist, ist, dass sich ChatGPT Dinge merken kann, aber immer limitiert auf diese Konversation. Also wenn du jetzt hier ChatGPT irgendwas beibringst oder ihn Informationen generieren lässt und anschließend in einem anderen Fenster eine Frage stellst bezüglich zu diesem Thema, wird er nicht wissen, wovon du sprichst. Das heißt, wenn du hier eine Inspiration suchst, mach das in einem separaten Fenster und wenn es ums Coden geht, gehst du in das andere Fenster. Weil wenn wir jetzt hier sagen, hast du weitere Vorschläge zu Punkt 5? Genau, dann bezieht er sich nämlich auf das jetzt Geschriebene. Würde ich das jetzt hier in dem Fenster schreiben, hätte er keine Ahnung, wovon du sprichst. Genau, und dann erstellt er dir zu diesem Punkt eben nochmal spezifischere Antworten. So, und dann auch mit eigener Meinung. Diese Wasserspiele werden die Partygäste bei der Feuerwehrthemen Geburtstagsfeier sicherlich begeistern und für jede Menge Spaß und Erfrischung sorgen. Und dann noch ein kleiner Hinweis, achte darauf, dass genügend Handtücher und ein Wechsel an trockener Kleidung vorhanden sind, damit die Kinder nach dem Wasserspaß wieder warm und trocken werden können. Also er versteht den Zusammenhang auch sehr gut, dass wenn man mit Wasser spielt, die Kinder auch nass werden können und gibt dir dann dementsprechend auch schon den Hinweis. So, das Ganze ist die ChatGPT Version 3.5, die hier verwendet wird in der Gratis-Version. Du hast das Prinzip also verstanden, du kannst wirklich mit ihm reden, als wäre es eine Person. Du kannst natürlich jetzt auch hier super kreativ werden, es gibt im Prinzip keine Limits und wenn es sie gibt, wird sich ChatGPT darauf hinweisen. Aber du kannst dir natürlich auch eigene Beiträge schreiben lassen. Zum Beispiel, schreibe mir einen Blogbeitrag wie oder zum Thema, wie sieht die Welt aus, wenn alle Tiere fliegen können. So, wir formulieren die Frage natürlich, als würde es da eine genaue Antwort zu geben. Tut es ja aber nicht. Es ist ja eine Fantasiefrage, ne, die die Fantasie anregen soll. Dementsprechend kriegst du auch hier einen sehr allgemeinen Text, der jetzt nicht sehr spezifisch ist. Das Ganze kannst du natürlich lenken, indem du deinen Prompt anpasst oder Folgefragen stellst. Wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen, wie würde die Welt für Elefanten aussehen? So, dann weiß er natürlich auch aus der vergangenen Konversation, dass es um die fliegenden Elefanten geht und nicht einfach nur um die Frage, wie würde die Welt für Elefanten aussehen, die in dem Moment keinen Sinn ergeben würde. Und dann listet er dir hier alles bezüglich der Elefanten auf, wie die Welt aussehen könnte. Genau, so viel zu der Gratis-Version. Hier kannst du dann deine Chatfenster auch noch umbenennen und teilen kannst du sie auch. Wenn du das Ergebnis mit einem Freund oder Kollegen teilen willst, kannst du dann einfach hier auf das Teilen-Fenster klicken und hier kriegst du dann einen Link, den du dann an die Person schicken kannst. So sieht der Link dann aus. Genau, dann hast du hier Zugriff auf die Konversation und kannst auch hier diese noch weiterführen. So, kommen wir zum Unterschied zwischen Gratis und GPT Plus. Das, was hier steht, stimmt nicht ganz, weil hier kommt noch die Mehrwertsteuer dazu. Wenn wir jetzt
Einmal auf Upgrade Plan klicken, dann werden wir zu Stripe weitergeleitet und das ist einfach nur ein Zahlungsanbieter, der die Zahlungen für das Unternehmen übernimmt. So, hier sehen wir jetzt, dass es in der Realität nicht 20, sondern 23,80 $ kostet, denn die Mehrwertsteuer wird noch drauf gesetzt. Wenn du jetzt für eine Firma arbeitest oder selbstständig bist und eine Umsatzsteuer-ID hast, kannst du diese hier eingeben und die Umsatzsteuer fällt weg. Also die kannst du dir dort nochmal sparen. Als Endnutzer musst du die natürlich bezahlen. Also kommen wir auf etwas über 20 Euro. Leider kannst du bei Stripe auch nur per Kreditkarte bezahlen. Das heißt, die brauchst du natürlich auch. Dort kannst du aber auch Prepaid-Karten beispielsweise aufladen und dann das Geld davon abbuchen lassen. Das ist eine ganz gute Lösung, wenn du jetzt keine direkte Kreditkarte bestellen willst. So, den Bezahlvorgang überspringe ich jetzt einfach, weil ich habe schon ein Konto auf einer anderen E-Mail-Adresse. Da logge ich mich gerade mal um und dann geht's weiter. So, jetzt sind wir in meinem Hauptaccount und wir sehen schon, hier haben wir das ChatGPT Plus Logo, wenn man es Logo nennen kann. Und wir sehen hier oben die Auswahl zwischen ChatGPT 3.5, was das Modell ist, was wir auch gratis nutzen können, mit einem Unterschied, den zeige ich euch gleich, und ChatGPT 4. Das ist das neueste Modell, das kann einfach auch Zusammenhänge viel, viel besser erstellen und wenn du vorhast, jetzt die KI in eine Richtung zu trainieren, die dann aufgrund dieser Informationen immer für dich arbeiten soll, würde ich immer zu GPT-4 greifen, denn das ist einfach das bessere Modell. Auch hier gilt, du kannst immer nur ein Modell auswählen pro Chatfenster. Wenn wir jetzt hier 3.5 nehmen, einmal etwas eingeben, dann wird es hier als Konversation aufgenommen. Test Response Account. Genau, und dann siehst du auch hier oben ist es als 3.5 gespeichert. Das heißt, es greift auch nur auf dieses Modell zu. Du kannst jetzt nicht zwischen 4 und 3.5 hin und her switchen. Wichtig zu wissen ist, dass GPT-4 auch nur Wissen bis zum September 2021 hat und es auch so keinen Zugriff aufs Internet hat. Hier siehst du, dass du immer nur 50 Nachrichten alle 3 Stunden verschicken kannst. Das heißt, du musst relativ sparsam sein, aber diese Neuerung mit den 50 Nachrichten gibt es tatsächlich erst seit heute. Und das heißt einfach, eine Nachricht zählt als Nachrichteneingabe, die du hier tätigst. So, genau. Wir können jetzt einmal, um das Ganze zu testen, einfach eine E-Mail formulieren. Das geht auch. Was machen wir? Schreibe einen Brief an meinen Vermieter, dass die Miete diesen Monat nicht bezahlt wird, weil ich einfach keine Lust habe und mir die neue Nintendo Switch 2 kaufen möchte. So, das geben wir jetzt ein. So, während er jetzt schreibt, öffnen wir einfach mal ein zweites Fenster und geben das bei 3.5 ein. Hier habt ihr keine Limitierung, hier könnt ihr immer weiter schreiben. Und hier siehst du jetzt aber auch schon den großen Unterschied zu der Gratis-Version, was 3.5 angeht. Weil du erinnerst dich an die Geschwindigkeit von eben. Jetzt achte mal hier drauf. Du siehst, es wird also viel schneller generiert als in der Gratis-Version. Also beide Modelle können auch E-Mail. So, jetzt haben wir hier den Vergleich. Ich ziehe das mal zur Seite. So, sehr geehrter Vermieter, bla bla blub. In diesem Monat befinde ich mich jedoch in einer etwas ungewöhnlichen Situation. Es ist nicht so, dass ich nicht in der Lage bin, die Miete zu zahlen, sondern es handelt sich um eine bewusste Entscheidung, die Mietzahlung auszusetzen. Der Grund für diese Entscheidung ist, dass ich mir die neue Nintendo Switch 2 Konsole kaufen möchte. Dieses Gerät ist für mich von großem Interesse, da es mir erlaubt, von meinem Alltagsstress abzuschalten und mein geistiges Wohlbefinden zu fördern. Ich verstehe, dass diese Anfrage ungewöhnlich und sogar unangemessen erscheinen mag, aber ich bitte Sie, sie in diesem Kontext zu sehen, dass es sich um eine einmalige Situation handelt. Ich beabsichtige nicht, dies zu einer Gewohnheit zu machen und bin bereit, einen Plan zu erstellen, um den ausgefallenen Betrag in angemessenen Raten nachzuzahlen. Ich weiß, dass dies eine ungewöhnliche Bitte ist und Sie keinerlei Verpflichtung haben, ihr zuzustimmen. Aber in Anbetracht meiner bisherigen Pünktlichkeit und Verlässlichkeit in Bezug auf die Miete hoffe ich, dass Sie diese Anfrage in Erwägung ziehen können.
Ich bedanke mich im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Geduld. Ich freue mich auf Ihre Antwort und bin bereit, weitere Fragen zu beantworten oder Details zu besprechen. Ja, ich finde, das ist ein sehr sympathischer Brief und so, also hier geben sich die beiden wirklich nicht viel. Das heißt, du kannst hier für E-Mails etc. auch die Gratis-Version nutzen. Ja, da brauchst du nicht die 20 € pro Monat bezahlen. Definitiv nicht. GPT-4 ist einfach viel besser im Kontext und hat eben den Vorteil, dass, wenn du jetzt einen längeren Verlauf hast in diesem Chat, dass es sich komplett an diesen Text erinnert. 3.5 versucht es, aber fängt dann auch oft an zu halluzinieren. Das Problem ist, 3.5 will dir immer eine Antwort geben und erschafft dann notfalls Informationen, die nicht stimmen und ausgedacht sind, aber dich da nicht darauf hinweist. Das ist eben die Gefahr bei 3.5. Das passiert bei 4 nicht mehr so einfach, aber wenn es um leichte Texterstellung geht oder Zusammenfassungen oder was auch immer, nutz einfach 3.5 in der Gratis-Version, hol dir keinen Plus. Das lohnt sich nicht. Was sich aber lohnt, sind die weiteren Funktionen von GPT-4, die dazugekommen sind. Zum einen haben wir hier den Code Interpreter. Der ist ungefähr seit 2 Wochen verfügbar und der kann schon ein Gamechanger sein. Wir fragen ihn jetzt einfach mal, was er kann. Wichtig ist auch hier, dass, wenn du jetzt GPT-4 oder 3.5 fragst, die kennen den Code Interpreter nicht. Die kennen auch die Plugins nicht, die ich gleich noch vorstellen werde. Deshalb ist es wichtig, den Code Interpreter zu aktivieren und dann stellen wir ihm einfach mal Fragen zu seiner Funktion. Achso, du siehst hier schon das Plus. Du kannst nämlich hier Dateien hochladen und das ist in dem Zusammenhang ein extremer Gamechanger, weil du kannst beispielsweise unlimitierten Text als Quelle nehmen und daraus dir entweder einen neuen Text schreiben lassen, dir eine Zusammenfassung geben oder einfach Fragen stellen zu dem Dokument, das dir ChatGPT dann direkt beantworten kann. Wir fragen ihn jetzt einfach mal hier, zeige mir alle deine Code-Interpreter-Funktionen. Hier sagt er direkt, als künstliche Intelligenz kann ich Code aus einer Vielzahl von Programmiersprachen interpretieren und erklären, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Python, JavaScript, Java, C++, SQL, HTML, CSS, R. Dann sagen wir jetzt einfach mal, nenne mir zu jedem Punkt ein kurzes, aber übersichtliches Beispiel. So, hier generiert er einen Code für Python. So, und erklärt ihn dir dann auch. Also das heißt, selbst wenn du keine Ahnung vom Programmieren hast, kannst du mit ChatGPT 4 programmieren. So, der Code Interpreter kann aber nicht nur coden, sondern er kann auch den Code für sich nutzen, um zum Beispiel höhere Mathematikaufgaben zu lösen. Das ist jetzt aber zu aufwendig und ist für die meisten ja auch unrelevant. Deshalb wird das in einem separaten Video kommen. Kommen wir zum nächsten großen Vorteil, den du mit ChatGPT 4 hast. Und zwar sind das die Plugins. Plugins sind einfach kleine Erweiterungen, die du installieren kannst, die Aufgaben erfüllen sollen, die ChatGPT einfach nicht kann. Wie beispielsweise hier, ganz simpel, ein Internetzugriff. GPT-4 hat keinen Zugriff aufs Internet und deshalb können wir hier die Plugins nutzen, wie jetzt beispielsweise den VoxScript. Das ist ein Plugin, da hast du Zugriff aufs Internet und hiermit kannst du zum Beispiel auch YouTube-Videos auslesen und zusammenfassen lassen. Pro Chatfenster kannst du maximal 3 Plugins installieren. Dafür gehst du einfach hier in den Plugin Store und hast Zugriff auf über mittlerweile 600 Plugins, die du dann einfach installieren musst. Da wird auch nichts heruntergeladen. Bei manchen Anbietern musst du einen Account erstellen, damit das Plugin überhaupt funktionieren kann. Ich kann es gerade mal hier zeigen. Install, zack, es geht super schnell. Und dann haben wir das hier mit drin. Genau, das nehmen wir jetzt mal raus. Ich möchte nämlich jetzt hier einfach mal etwas demonstrieren. So, und da wir eben schon den Brief an den Vermieter geschrieben haben, dass wir uns ein Nintendo kaufen, anstatt die Miete zu bezahlen. Und deshalb möchte ich jetzt einen Beitrag über die Nintendo Switch 2 schreiben. So, um das zu machen, habe ich hier schon mal ein Google Sheet vorbereitet. Da haben wir einmal die Kategorie, das Ziel, was wir haben, den Anwenderbereich, die Plattform, die wir brauchen, den Prompt oder die verschiedenen Prompts. Das ist dann immer die Prompt-Reihenfolge, die du eingeben solltest.
Das heißt, du kopierst erst den, wartest auf die Antwort, dann haben wir den zweiten Prompt, dann den dritten. Das sind also alles wieder dann separate Eingaben. Und wie eben schon erwähnt, es ist sinnvoll, bei größeren Aufgaben den Chatbot nicht zu überfordern, weil er irgendwann, wie gesagt, anfängt zu halluzinieren oder sich einfach wiederholt. Das heißt, wenn wir das beste Ergebnis haben wollen, müssen wir uns gerade bei langen Artikeln Schritt für Schritt durcharbeiten. Genau, also wenn du jetzt einen 8000 Wörter Beitrag zu einem Thema schreiben willst, kannst du nicht einfach hingehen und sagen, schreib mir den 8000 Wörter Artikel über XY, sondern du machst es Step by Step. Und das machen wir jetzt einfach mal, indem ich das hier kopiere. Sicherheitshalber sagen wir ChatGPT auch nochmal, dass er dieses Plugin nutzen soll. Wenn wir das kopieren, müssen wir hier nur die Gänsefüßchen rausnehmen. So, wir sagen ihm also, nutze VoxScript, um die 5 wichtigsten Artikel über XY-Thema zu finden. In dem Fall ändern wir das jetzt in Nintendo Switch 2. Über die Nintendo Switch 2 zu finden. Und scrape deren Inhalte. Dann kommt der nächste Schritt. Nutze VoxScript, um die 3 meistgesehenen Videos auf YouTube über das Thema zu finden und scrape auch deren Inhalt. Dann sagen wir noch, dass er sich den Inhalt von Schritt 1 und 2 merken soll, obwohl er das normalerweise auch so tut. Aber wir sagen es ihm einfach sicherheitshalber nochmal. Genau, und dann überlegt er kurz und fängt dann an. Hier sieht man, dass es unverifiziert ist von ChatGPT an sich, also von OpenAI. Aber das spielt hier keine Rolle. Ich habe hier mit dem Tool immer mit die besten Ergebnisse. Genau, und jetzt kannst du dann auch genau sehen, was er macht. Er sucht hier nach den 5 Ergebnissen bei DuckDuckGo in dem Fall. Ist auch eine Suchmaschine, falls sie dir nichts sagt. Genau, und dann kämpft er sich durch jeden Artikel, liest die Inhalte, versteht sie und genau, das dauert immer einen Moment. Ich gehe mir dann in der Zeit einen Kaffee holen und mache dann hier gleich einen Zeitraffer rein. Und genau, jetzt zeigt er hier an, dass es ausgetimed ist. Manche Webseiten haben Bots auch einfach blockiert. Das heißt, Bots wird nicht erlaubt, deren Inhalte zu scrapen, also auszulesen in dem Fall und auszuwerten. Deshalb kann das auch mal hier schief gehen. Aber hier siehst du schon, hat er den ganzen Inhalt. Jetzt von techradar.com in dem Fall. So, und Fakt ist, es ist einfach ein Fake-Bild aufgetaucht zu dieser Switch 2. Und das hat jetzt super viele Diskussionen ausgelöst, ob Fake oder nicht. Also wir wollen jetzt hier eigentlich die Aussage bekommen, dass es sich oder sehr wahrscheinlich um Fake handelt. So. Genau, und jetzt wertet er erstmal die Informationen aus. Genau, und GPT versteht dann eben auch in dem Zusammenhang, dass es wahrscheinlich ein Fake ist und dass es sich erstmal nur um Gerüchte handelt. Genau, ich hole mir schnell einen Kaffee und dann geht's gleich weiter. So, genau, jetzt hat er hier noch die 3 meistgesehenen Videos gescrapt und hat deren Inhalte zusammengefasst und auch verstanden. Genau, zusammenfassend lässt sich sagen, dass es viele Gerüchte und Spekulationen gibt. Genau das wollten wir hören. So, jetzt haben wir den zweiten Prompt. Nehmen den, kopieren den. Jetzt kannst du natürlich aufgrund all dieser Informationen etwas erstellen lassen. Je nachdem, was dein Ziel ist. Wir sagen jetzt einfach mal, erstelle mir auf Basis all dieser Informationen eine Outline zu dem Thema für einen Schulbeitrag. So, machen wir es einfach mal so. So, dann erstellt er eine Gliederung. So, das unterteilt er auch alles sehr sinnvoll. Gerüchte und Spekulation. Das ist ja das Wichtigste, dass es in dem Fall nur Gerüchte und Spekulationen sind. Also zumindest Stand heute. Genau, und jetzt haben wir hier einmal das Inhaltsverzeichnis. Jetzt können wir sagen, schreibe den Artikel mit 5000 Wörtern. Was zu dem Thema nicht viel Sinn ergeben würde, weil es einfach nur ein Gerücht ist. Aber es gibt natürlich Themen, da ist das relevant und da werden auch lange Texte benötigt.
Um dir das zu demonstrieren, zeige ich dir jetzt einfach mal den nächsten Prompt. Er hat jetzt natürlich hier die römischen Zahlen benutzt. Kannst natürlich jetzt auch hier in die römische Zahl ändern, aber er muss ja auch verstehen, dass Punkt 1 bis 3 dann die Hauptthemen sind und nicht hier diese Unterthemen. Genau, wenn wir jetzt keine Wortanzahl angeben, dann nimmt er einfach das, was Sinn ergibt. Ne? Und das machen wir jetzt einfach mal. Ganz simpel, erstelle Inhalte zu Punkt 1 bis 3. Genau, und jetzt hat er hier den Inhalt für die ersten 3 geschrieben. Das ist auch sehr schön aufgeführt, meiner Meinung nach. Genau, und da wir jetzt nur noch 3 weitere Punkte haben, kannst du jetzt einfach hier in dem Fall schreiben, das habe ich jetzt mal so genommen, schreibe den Rest des Artikels. Wenn du jetzt natürlich noch 12 Inhaltspunkte hast, dann ergibt das keinen Sinn, dann wäre noch ein Zwischenprompt, wo du einfach sagst, schreibe mir Überschrift 4 bis 6, nutze maximal 2000 Wörter. Oder was auch immer du als Ziel hast. Ne, sag es ihm. ChatGPT 4 ist immer dann am stärksten, wenn du ihm genau sagst, was dein Ziel ist. Genau, und schon haben wir einen Schulvortrag, den wir der Klasse präsentieren könnten. Genau, und wenn du es selber testen willst, ich verlinke dir diesen Sheet einfach in der Videobeschreibung. Da werde ich auch dann Prompts, die mir gefallen und die für mich funktionieren, auflisten und dir zur Verfügung stellen. Wenn du das Ganze jetzt noch mit Bildern auflockern willst, kannst du noch sagen, gib mir einen Prompt für eine Bildgenerierung zu jedem Thema. So könntest du dann den Text noch etwas auflockern, indem du Bilder vorstellst. So, genau, dann hast du hier, erstelle ein Bild, das die Nintendo Switch und die Worte Nintendo Switch 2, was wir bisher wissen, darstellt. Also mit dem Text ist natürlich immer so eine Sache, das funktioniert noch nicht so gut bei den meisten Bildgeneratoren. Genau, du könntest jetzt hier diese Aufforderung einfach kopieren und dann in einen Bildgenerator deiner Wahl schmeißen und ein Bild erzeugen. Du musst dir das so vorstellen, du hast sehr wenig Limitierung. Du kannst also wirklich frei raus sagen, was du denkst, was deine Vorstellungen sind und ChatGPT kommt dir dann entgegen. Ja, wenn wir jetzt noch sagen, wir brauchen eine Tabelle, erstelle mir eine übersichtliche Tabelle zu dem Thema. Dann erzeugt er auch das, basierend natürlich auf den Informationen. Wir sind hier ja relativ ungenau, was wir in dieser Tabelle stehen haben wollen. Dann nimmt er einfach etwas, was für sich sinnvoll ist oder für sich sinnvoll erscheint. Genau, dann haben wir hier die Abschnitte mit einer Zusammenfassung der Themen. Ist jetzt keine Tabelle, die sich wirklich anbietet. Was wir jetzt auch machen können, ist etwas Relevantes suchen. Zum Beispiel Nintendo Switch Verkaufszahlen. Wenn wir jetzt beispielsweise hier einen Artikel haben, der die Verkaufszahlen nennt, können wir uns den auch einfach kopieren. Das ist nämlich der nächste einfache Trick. Man muss jetzt kein Plugin an sich haben. Du kannst auch einfach hingehen und sagen, ChatGPT 4, stelle mir auf Basis der folgenden Informationen eine übersichtliche Tabelle. So. Die Ergebnisse sind besser, wenn du ihm hier in Form von 3 Rauten anzeigst, um welchen Text es sich handelt. Das heißt, du öffnest einmal 3 Rauten und schließt es mit 3 Rauten den Text, um den es geht, aus dem er eben die Information ziehen soll. So, das geben wir jetzt mal ein. Und das gleiche machen wir jetzt auch mal bei 3.5. Während der hier arbeitet, machen wir jetzt das gleiche einfach mal hier. Achso, okay, das geht jetzt nicht gleichzeitig. Wir müssen warten, bis er hier fertig ist. Genau, und dann erstellt er hier aufgrund dieser Information diese Tabelle. Oder diese Tabellen. Ja. So, und dann schreibt er noch ein paar Fakten raus. Also er hört nicht auf, uns zu verwöhnen. Genau, jetzt ist das hier fertig und wir schauen mal, wie das hier bei 3.5 funktioniert. So, das funktioniert nämlich ähnlich gut.
Das ist eben das Gute auch an der Gratis-Version. Du kannst das gleiche mit 3.5 machen. Da ist es aber umso wichtiger, dass du ihm diese 3 Rauten gibst und ja, das Ergebnis kann sich auch sehen lassen. Ne? Hat jetzt noch mehr Tabellen tatsächlich erstellt. So, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Noch ein Punkt, falls du dich fragst, ob sich GPT-4 für dich lohnt. Jetzt können wir beispielsweise hier bei dem Code Interpreter hingehen und sagen, erstelle anhand der Tabelle ein Diagramm zum Verdeutlichen. Genau, dann fängt er automatisch an, hier die Daten in ein geeignetes Format zu bringen. Wie in dem Fall jetzt die Tabelle, weil ich habe ihm ja hier jetzt keine wirkliche Tabelle gegeben, weil du keine Tabelle in der Form importieren kannst. Aber er redet quasi mit sich selbst und löst die Aufgaben, findet selbst Fehler bei sich und so weiter. So, dann siehst du hier, wir haben nun die Daten erfolgreich in Pandas Data Frame konvertiert. Der nächste Schritt ist die Erstellung des Diagramms. Genau, lassen wir uns das Diagramm erstellen. Da schreibt er wieder einen Code in Python oder Python, je nach Vorliebe. Und jetzt müsste er uns hier ein Diagramm ausspucken. Ja, wunderschön. Das können wir uns jetzt hier einfach rauskopieren und dann in unserem Beitrag verwenden. Oder für eine Folie bei einer Präsentation oder was auch immer. Das kann eben jetzt auch seit neuestem erst der Code Interpreter. So, und das soll es erstmal gewesen sein, um dir eine Übersicht über ChatGPT an sich zu geben. Also ich persönlich nutze ChatGPT Plus sehr gerne, weil seit dem Code Interpreter und den Plugins lohnt es sich einfach. Jetzt für die reine GPT-4-Funktion lohnt es sich nicht. Da kannst du auch einfach 3.5 verwenden. Und genau, wie gesagt, das verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Und wenn dich solche Themen interessieren, komm auch gerne auf den Künstliche Intelligenz Deutschland Discord. Dort habe ich auch nochmal hier die Tabellen verlinkt und das Ganze auch für Midjourney, falls es dich interessiert. Das Tool, um Bilder zu erstellen, da werde ich dann auch meine Lieblingsergebnisse hochladen mit Prompt, dass man es einfach kopieren, ein bisschen anpassen kann und dann habt ihr auch ähnliche Ergebnisse. Genau, schaut gern vorbei. Ich freue mich, wenn die Community wächst und so können wir uns gegenseitig unterstützen. Jeder ist noch irgendwo ein relativer Neuling in dem Bereich und ja, es ist einfach interessant zu sehen, wo die Reise hingeht. Und wenn du Fragen hast, komm gerne auf den Discord. Da bin ich am einfachsten erreichbar oder schreib mir einfach einen Kommentar unter das Video und abonniere gerne den Kanal, wenn du in Zukunft nichts zu KI-Themen verpassen möchtest. Also viel Spaß beim Testen mit ChatGPT und denk dran, gib keine privaten Daten oder firmeninterne Daten an ChatGPT weiter, weil am Ende kann die Firma alles mitlesen. Bis zum nächsten Video. Ciao.